Heute geht es in diesem Video um den Austausch unserer Wohnmobil-Kühlbox in der Heckgarage zu unserer alten Mobilcool, die wir hier seit Jahren im Wohnmobil schon verwenden. Wir haben uns eine neue angeschafft, inklusive App-Steuerung, alles weitere hier in diesem Video mit Praxistest und so weiter. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Die Kühlbox von Croac, die wollen wir euch mal zeigen. Wir haben lange gesucht, damit wir eine passende Kühlbox finden. Die haben wir uns ausgesucht, die haben wir bestellt für uns. Die wird zwar vom Hersteller mit unterstützt, jetzt mit einem Gutscheincode. Wir haben uns die im Vorfeld bestellt für unser Reisemobil, denn die passt ideal in unsere Garage im Reisemobil hinten rein. Wie ihr wisst, haben wir ja schon seit vielen Jahren eine Kühlbox in der Wohnmobilgarage bei uns hier dabei, denn wir haben die Getränke da drin und unsere alte Mobicool Kühlbox, die hat ausgedient, die ist ja schon einige Jahre alt, deswegen haben wir uns hier eine neue ausgesucht. Mehr dazu natürlich auch in dem Video. Das ist unsere alte und die werden wir natürlich ersetzen von der neuen Croac Kühlbox. Von den Maßen her sehr ähnlich. Wir haben die schon mal ausgepackt und wir haben hier oben drauf so eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche. Dann haben wir hier die Kanten, das ist sehr schön gemacht. Wir haben hier solche Füße und Schutzkanten dran an allen 4 Ecken. Dann haben wir natürlich hier richtige, robuste Griffe dran. Das ist hier wie von großen Kisten, kann man das hier richtig anfassen und die Kühlbox natürlich richtig tragen. Das ist super verarbeitet. Dann haben wir hier oben, vermute ich mal, Plastik. Ja, das geht ringsrum. Dann haben wir auf der richtigen Seite unsere B- und Entlüftung. Das war für uns auch wichtig wegen der Positionierung in der Garage. Hier haben wir noch so einen Griff zum Tragen, das gleiche, also man kann die Kühlbox richtig schön auch mit Inhalt hier bewegen. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Für uns war es jetzt nicht wichtig, eine Kühlbox zu haben, die jetzt in verschiedenen Sektionen kühlt. Wir brauchen keine Kühlbox, die jetzt bis minus 20 Grad auf einer Seite und auf 4 Grad auf der anderen Seite kühlt. Aber das hat die natürlich, das geht mit dieser Kühlbox hier. Das bräuchten wir nicht. Wir haben jetzt die Kühlbox nur genommen aufgrund der Abmessungen, der Größe und der des Energieverbrauchs und der Leistung. Dann nehmen wir mal hier das Zubehör raus, was wir jetzt hier haben. Es ist jetzt hier nicht viel dabei. Das 230 Volt Steckdosensystem und das 12 Volt Ladekabel für den Autobereich. Wir nehmen natürlich nur das. Ich behalte auch meins, was ich schon verlegt habe, denn die Stecker sind ja überall identisch. Wir haben hier diese AS-Stecker, die jetzt bei den Kühlboxen so verwendet werden. Dann haben wir eine normale Beschreibung in verschiedenen Sprachen, unter anderem in Deutsch. Ja, das Schöne an der Kühlbox ist natürlich hier, dass wir den Anschluss 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt in einem haben. Das heißt, selbst das Netzgerät, was wir hier haben, das geht zurück auf 12 Volt und das können wir hier anstecken. Wir haben es jetzt schon piepsen gehört, die Box ist jetzt noch nicht an, denn die Box können wir über eine App steuern. Ganz kurz einmal zu den Maßen. Wir haben jetzt hier, das war uns wichtig, von 59 cm. Das heißt, wir haben einen Spielraum von 60 cm in unserer Garage. Dann haben wir hier eine Breite von 34,5 und dann haben wir eine Höhe. Wir messen mal von Fuß bis Ecke.
da haben wir auch 44 die Höhe. Die Kühlbox soll ein Fassungsvermögen haben von 40 Liter insgesamt. Und da haben wir ja, wie ihr schon gesehen habt, diese Trennwand drin. Diese zwei Fächer A und B, das interessiert uns nicht so sehr. Wir können diese ausmachen und dann haben wir ein gesamtes Fassungsvermögen von 40 Liter. Das interessiert uns eher, denn mit dieser Trennwand werden wir relativ wenig verwenden, weil wir hier dann unterschiedliche Sektoren zum Kühlen haben. Wir lassen das mal raus, das zeigen wir euch später noch einmal, wie das Ganze funktioniert. Jetzt zur Kühlbox an sich. Wir haben hier vernünftige, richtig gute Klappmechanismus. Also da kann auch nichts kaputt gehen. Das wird super funktionieren. Dann haben wir hier oben den Verschluss. Der hakt hier so ein. Das ist auch stabil gebaut. Da kann auch nichts kaputt gehen. Wir haben hier einen ordentlichen Dichtungsgummi ringsrum, der hier auch schön an der Kante aufliegt. Dann haben wir hier eine Innenbeleuchtung in LED, die ist auch sehr hell, die leuchtet beide Sektoren aus. Dann haben wir natürlich viele, die das verwenden, Kühlboxen, haben wir hier drin einen Ablass. Das Kondenswasser sammelt sich jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, in dieser Ablaufrille und führt genau hier zu dem Ablauf. Da kann man das rausstellen und das Kondenswasser führen wir hier dann nach außen und somit braucht man das nicht immer auszuwischen. Wir haben jetzt hier drin ein Stellmaß mit Deckel, kann man ja noch mit dazu rechnen. 35,5 ist die Stellhöhe von Flaschen. Da kriegt man einige rein. Da kriegt man auch große 1,5 Liter Flaschen rein. Und hier hinten haben wir dann abgestuft auf 19. Und hier noch einmal eine Stellfläche von 17,5. Das ist klar, weil hier dahinter diese Kompressoreinheit ist und da verlieren wir natürlich ein bisschen Platz. Der Hersteller verspricht uns Kunden natürlich hier eine schnelle Kühlung. Das werden wir auf jeden Fall mit einblenden nachher. Da machen wir die mal an und dann stoppen wir mal die Zeit. Wir haben jetzt messen auch die Temperatur mal. Fassungsvermögen haben wir 40 Liter, wie schon gesagt. Schnelle Kühlung. Energieeffizienz wird hier angegeben mit 43 Watt. Das schauen wir nochmal nach im Wohnmobil, wenn wir die dranhängen haben. Dann haben wir das intelligente Dual-Temperaturzonendesign. Das ist das, was wir hier euch schon gezeigt haben mit der Wand in der Mitte. Wir haben hier verschiedene Modis, die wir einstellen können. Wir können die Kühlbox bis auf minus 20 Grad einstellen. Und auch die verschiedenen Zonen, die 2 Zonen in verschiedenen Temperaturen. Wie gesagt, was wir natürlich nicht brauchen, das zeigen wir aber euch Interessenten nochmal mit. Das kann man einmal hier per Hand einstellen und einmal über das Handy. Wir haben dann hier 3 verschiedene Modis. Den Energieschutzmodus, wenn ihr die Kühlbox zum Beispiel im BKW an der Fahrzeugbatterie angeschlossen habt, dass sich die Box automatisch abschaltet, wenn die Energie in der Fahrzeugbatterie zu gering wird. Dann haben wir nochmal einen Max-Modus, den werden wir natürlich eher verwenden, und natürlich einen Low-Modus. Die haben natürlich unterschiedlichen Lärm oder produzieren unterschiedlichen Lärm. Der Lärm wird hier angegeben bis 45 Dezibel. Das soll relativ sehr leise sein. Das werden wir aber das Ganze nochmal mit testen. Ja, und zum einen können wir die Box hier bedienen. Das sehen wir natürlich jetzt nicht, weil wir Sonne haben. Wir haben hier diesen LED. Das sieht man jetzt wirklich nicht in der Sonne. Ihr seht jetzt nur mein Spiegelbild. Also hier haben wir die verschiedenen Modis, die kann man hier anhand einstellen. Sieht man jetzt leider nicht so schön. Wir haben hier eine Sperre, eine Tastatursperre, wenn man doch mal drauf kommt, dass man die Box jetzt nicht aus Versehen ausschaltet oder verstellt.
Liebe Freunde, dann haben wir natürlich diese App-Steuerung. Das ist jetzt die entsprechende App. Wir haben die Box schon mal verbunden. Wir haben jetzt in dieser Box eine Temperatur von 32 Grad. Ist natürlich hier Umgebungstemperatur gebunden. Wir haben jetzt hier einen Wert stehen, weil die Trennwand von den verschiedenen Zonen raus ist. Jetzt haben wir hier die Trennwand. Jetzt schiebe ich mal die Trennwand ein, da könnt ihr das ganz genau beobachten, dass die App wechselt. Und ihr habt es gesehen, die App wechselt auf diese zwei Zonen, weil wir die Zwischentrennwand eingeschoben haben. Jetzt haben wir hier einen Ein- und Ausschalter. Jetzt können wir das Ganze hier einschalten. Wir gehen mal auf 0 Grad und wir werden auf jeden Fall mal die Zeit stoppen, wie lange es dauert, dass die Box hier runterkühlt. Ja, liebe Freunde, dann haben wir noch mehrere Einstellmöglichkeiten. Wir können hier anhand von dem Schieberegler bis minus 20 Grad gehen und plus 20 Grad. Wir stellen mal hier ein 0 Grad. Das werden wir euch auf jeden Fall noch mal zeigen im Wohnmobil. Hier haben wir die Tastensperre. Hier ist jetzt das, was wir gar nicht sehen, das ist jetzt hier leicht angezeigt. Ist natürlich für uns wichtiger, wir haben es übers Telefon, über Bluetooth, können aber hier nochmal kontrollieren, wie die Temperaturen in der Box sind. Dann haben wir Ausschalten, Einschalten und dann haben wir hier nochmal verschiedene Einstellungen. Wir können die Box umbenennen, das kann man hier eintragen. Dann heißt sie zum Beispiel Kühlbox, Wohnmobil, Garage oder wie auch immer. Wir haben jetzt den Arbeitsmodus Eco oder Max. Wir stellen mal auf Max und die Batterieprotektion, das heißt High, Maximal und Low. Wie schon gesagt, die Batterie nicht mehr ausreichend Strom vorhanden ist, schaltet dann die Kühlbox automatisch ab. Dann haben wir hier nochmal eine Aufzeichnung, die in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten gearbeitet hat. Und hier haben wir schon mal eine Aufzeichnung. Das zeichnet das Gerät automatisch mit, auch wenn die Kühlbox nicht jetzt am Strom angeschlossen bzw. ausgeschaltet ist. Und wir verladen jetzt mal diese Kühlbox ins Wohnmobil und da machen wir die an mit 12 Volt und da stoppen wir mal die Zeit, wie lange brauchen wir, bis die Box normal runtergekühlt ist für unsere Verhältnisse. Ja, liebe Freunde, das ist der Platz für unsere Kühlbox hier, für unsere Garage. Wir haben hier unsere Airlight Jeans, die haben wir noch ein bisschen geschützt, damit die Kühlbox hier nicht scheuert, da die ja anliegt. Wir haben Lüfterflächen nach hinten, nach vorn und zu dieser Seite, also optimal. Jetzt räumen wir die ganze Kühlbox mal ein, dann werdet ihr sehen, passt genau. Also die passt genau rein, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier nach vorn Platz, wir haben nach hinten Platz und wir haben natürlich auch hier zu unseren Boxen Platz. Und hier haben wir unser Kabel, das haben wir ja verlegt. Von hier hinten ist abgesichert. Das ist vollkommen ausreichend und das passt natürlich auch. Ihr bekommt natürlich hier auch richtig große Flaschen rein. Wir haben jetzt hier eine 1,5 Liter Flasche und die probieren wir hier immer mit reinzustellen. Hier, die verschwindet. Ihr seht es, es ist zu, also 1,5 in der Höhe ist kein Problem. Wir haben hier locker noch Platz nach oben. Wir nehmen die mal raus, also richtig viel Platz. Und jetzt schalten wir ganz einfach mal ein und stoppen auf jeden Fall mal die Uhrzeit. Das App starten wir. Wir haben jetzt hier in der Box eine Temperatur 31 in dem Fach A. Temperatur im Fach A, Fach B 32 Grad. Das heißt, das Fach A ist das hier vorn und rechts gesehen aus das Fach B. Wenn wir das rausnehmen, haben wir ja diese eine Temperaturmessung, das eine komplette Kühlfach, wie wir das euch gezeigt haben. Also wir schauen mal, das Fach A auf 0 Grad zu temperieren. Wir schalten unsere Kühlbox einmal an. Wir haben jetzt hier eingestellt 0 Grad. Wir haben jetzt hier oben 14
Uhr 50 und ab jetzt stoppen wir mal die Zeit. Wie lang brauchen wir, bis wir hier auf 0 Grad sind? Wir sind jetzt bei 30 Grad. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt verriegelt sich hier die Box automatisch, also somit passiert auch nichts, wenn wir hier mal rankommen. Das hupt nur, es passiert gar nichts, es verändert sich auch keine Temperatur. Nochmal kurz zurück, liebe Freunde, ich schaue jetzt gerade nach, wir haben es 14:51 Uhr. Also eine Minute nach Anschalten, die Box fährt jetzt hoch. Man hört es, ich werde dann nochmal rangehen, ob man überhaupt was hört. Wir haben jetzt hier eine Leistungsaufnahme von 28 Watt. Das steht hier, das sieht man hier über unsere Bluetooth-App. Also die Box braucht jetzt hier 28 Watt. So, jetzt sind wir bei 30 Watt. Also wir werden auf diese 40 Watt kommen, was die Box natürlich braucht zum Runterkühlen. Schauen wir mal, ob das gehalten wird, was uns versprochen wurde. In 15 Minuten die Box runterzukühlen auf 0 Grad. Abnehmbare Leistung, die Leistung, die die Kühlbox braucht, haben wir jetzt ungefähr schon eingehalten. Wir liegen zwischen 30 und 35 Watt zurzeit. So, liebe Wohnmobilfreunde, ein kurzer Zwischenstand. 20 Minuten, ich blende es mal mit ein. Wir sind jetzt hier bei 20 Minuten, haben wir jetzt im Hauptfach 17 Grad, in anderem Fach 28 Grad. Die versprochenen 15 Minuten, ich weiß nicht, wie die gemessen werden, gehen wir mal von 20 Grad aus, dann wird es hinkommen. Wir hatten ja weit über 30 Grad in der Kühlbox hier drin. Die stand ja auch jetzt hier bei uns im Schuppen. Da gehen wir mal von der hohen Temperatur nicht so konkret aus. Wir liegen jetzt bei 16 Grad. Der Hersteller hat bestimmt mit 20 Grad gemessen, also kommen wir der Sache schon näher. Wir schauen mal weiter und melden uns dann, wenn wir bei 0 Grad sind, auf jeden Fall zurück. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir nähern uns der 0 Grad Marke. Ganz kurz nochmal zu der Kühlbox. Wir haben ja 40 Liter Kühlbox hier bei uns. Eine kleinere wollten wir nicht reinsetzen. Wir haben ja hier die 37 Mobicool gehabt. Die 40 Liter, die reicht für uns vollkommen zu. Das mit den geteilten Sektoren ist für uns auch nicht relevant. Für uns ist relevant die 40 Liter. Auch nicht die geteilten Fächer sind für uns auch nicht relevant. Die hat die Kühlbox hier mit. Die gibt es noch in 35, 40 Liter. Ihr schaut ganz einfach mal nach. Der Hersteller gibt euch als Zuschauern, wenn ihr Interesse an dieser Kühlbox habt, noch einmal 15% Rabatt. Diesen Code, den blenden wir hier noch mal mit ein. Der Code heißt MOBIV15. Den gebt ihr dann ganz einfach ein. Dann bekommt ihr 15% auf eure Box noch einmal, wenn ihr euch dafür interessiert, einen Rabatt. Wir haben hier bei unserer Kühlbox jetzt eine Zeit von 40 Minuten erreicht und liegen bei 1 Grad. Ihr könnt das hier mit verfolgen. Ich blende das noch mal mit ein. Also gut von 30, über 30 Grad auf 0 Grad in 40 Minuten. Gleich haben wir die 0 Grad Marke erreicht auf 12 Volt. Energie liegt wir zwischen 32 und 40 Watt, was wir hier verbrauchen. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Box. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, auch die Werte, was wir euch gezeigt haben. Die Maße haben wir ja euch mitgegeben. 40 Liter ist für uns relevant. Wenn ihr Interesse für die Box habt, den Gutscheincode 15% bekommt ihr nochmal Rabatt obendrauf. Jetzt hat unsere Box abgeschalten. Wir sind jetzt hier bei 0 Grad und genau 40 Minuten oder 39 Minuten haben wir hier gebraucht. Von über 30 Grad auf 0 Grad. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, das war es einmal gewesen zu unserer neuen Anschaffung, die Kühlbox in unserer Wohnmobilgarage. Wir haben unsere alte ausgetauscht nach vielen Jahren, die hat ihre Dienste getan. Wir haben jetzt hier eine neue. Wir blenden alles nochmal mit ein, unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr es nochmal mit nachlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann natürlich das kostenlose Abo. Und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!